Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen kurzen Let's Play-Reihe. Tatsächlich, ich sage Let's Play, weil es ist. Und zwar Firewatch. Das Spiel ist jetzt irgendwie 1-2 Tage draußen. Ich habe mir noch keine Videos dazu angesehen oder ähnliches. Ich habe nur gehört, es soll ziemlich gut sein. Also storymäßig, die Durchspielzeit liegt bei ungefähr 5 bis 6 Stunden. Und ich dachte mir, hey, wieso nicht? Hat noch ein bisschen Steam-Guthaben. Und mir gefällt der Grafikstil und ich bin immer ein Fan von guten Geschichten und das Voice Acting soll ziemlich gut sein, was auch mir sehr wichtig ist. Und ich dachte mir, hey, wieso holst du es denn nicht einfach? Spielst es mal an, mal gucken, was draus wird. Vielleicht wird es ja das erste Let's Play, was ich tatsächlich mal durchspiele. Ja, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, so durch die Settings. Ja, Deutsch bietet das Spiel leider nicht an, nur, ich glaube, Russisch? Obwohl das Spiel, schauen wir gerade mal an. Ihr seht, ich habe auch 9 Minuten erst gespielt. Obwohl ich gerade hier ins Spiel erst reingetaucht bin. Obwohl das Spiel... What's in this cave down here? Gott, hör Schaden. Obwohl das Spiel... Oh. Okay, ich nehme alles zurück. Vergesst es. Wir starten einfach ins Spiel. Oh Gott, ich sollte jetzt am besten wegschneiden. Okay, und los geht's. Okay, Spielstand 1. Ich bin echt gespannt. Boulder, Colorado, 1975. Hört sich noch nach Bar. Ich sehe Julia. Ja. Muss ich irgendwas drücken? Julia? Oh. Das muss ich noch jemand sagen. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and great students from nearby CU Boulder. You, Henry, are out drinking with your pals. You approach her. Okay, you're drunk, as always. So, what's... Okay. Ah, ich habe also Entscheidungsmöglichkeiten. So, what's your, major? Okay. Sagt man zuerst, du bist schön, oder sagt man zuerst, ich bin schön? You're pretty. You're pretty, she says, coolly. You're not, you're a future hangover. What? You reply confused. Someone should buy you a cheeseburger, she says. She flags down a waiter and 1 week later you're Julia's boyfriend? Okay, das ging ziemlich schnell. Ah, okay. To use objects. Okay, Backpack. Das ist anscheinend das Einzige, was ich machen kann. Okay. Ah, okay, verstehe. Verstehe, wo das hinläuft. You dated for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great. You move in, you share an apartment near the school with a view of the mountains. You two drink beers out of the deck. You drink beer just above anywhere. Life is good. Julia wants to get a dog. There's a scruffy, undersized beagle. Julia is in love. She wants to bring it with her to class. There's also an intimidating but gentle-eyed German Shepherd. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. LOL! Alter, geil. Okay, it's badass or she's in love with the dog. Mayhem ist halt auch schon ein geiler Name, oder? Mayhem Manson. Aber
Julia liebt den einen Hund, also kriegt sie einen Hund. Bucket's a good dog, and a week later you've totally forgotten about the other one. Julia loves him. You love him too. 1979, you talk out on the deck. It's summer, 9:30 p.m. and the heat still radiates off the high desert. What do you think about kids, she asks. Kids? They're not very smart or good at much. I'm saying if you and I had a couple little idiots. Alter, das ist ja so knuddelig. That would be pretty good. Das wäre schon süß, oder? So zwei Idioten. Kids. In that case, we should probably get married. Yeah, I would like that, you say. These kids are going to be screwed up enough. It's probably for the best that their parents are hitched. You say she's absolutely right. Boah, was hab ich denn für Hände, Alter, wie ein Bär? The fuck? Guckt euch die Hände an. Okay, wo ist mein Backpack? Habe ich den schon auf dem Rücken oder was? Okay. Ist das Auto auch abgeschlossen? Sehr gut. Thoroughfare Trailhead. Okay. Do not forget to check in. Na, das ist doch hier, wollte gerade sagen, Jack Wolfskin Product Placement. No fireworks. Aha, it's not recommended to bla bla bla. Und ich muss gerade mal. Boah, ist das laut. Musik etwas runterstellen. Weil mir fliegen sonst die Ohren weg. Und außerdem hört ihr dann, wie soll ich sagen? Hat das jetzt. Verdammt. Es wird doch gespeichert, was willst du von mir? Außerdem hört ihr dann so ein Widerhall in der Aufnahme, also ihr hört es quasi doppelt. Und da habe ich echt keine Lust drauf. Ich habe nämlich ein sehr, sehr sensibles Mikrofon. Okay, 1980. It's a Thursday night and Julia's 4 hours late. She doesn't call, you're getting angry by the minute. She walks in after you've gone to bed. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. You fight when she gets between the sheets. Ich werde sauer oder ich ignoriere sie. Ich denke mal, sie wird mir schon sagen, was gewesen ist und ignoriere sie. You don't touch each other all night. The next day you feel guilty for being so angry and ask her about her evening. She says it was great. You hold on to a tiny pill of resentment. You make some coffee and go to work. Like a gentleman would do. 1981. Julia still likes to draw. She draws plants from her research. She draws all the places you go. She draws you. You pose and flex like He-Man. Das ist ja auch cool. You frolic like a Victoria's Secret model. He-Man, as always. You look awesome. Kann man das auch so? Jawohl. Ach, Leute. Hat also so einen kleinen Liebesgeschichten-Twist, oder? Kann das sein? Boah, die Grafik ist schon ziemlich cool, ne? Das muss man schon mal sagen. Two Forks Lookout Tower. 8 more miles. Okay, hier kriegen wir auch noch ein kleines Tutorial für die Steuerung. Boah, sieht das schön aus. Ich mag ja so einen Grafikscheiß. 1982. During the summers, you and Julia enjoy walking Bucket all night. There's a festival in town. It brings in folks from faraway places. One of them tries to mug you with an... What the fuck? Einfach so? Bucket gets kicked. BB bar fucked the dog. Julia yells
She gets flustered and has trouble speaking when she's stressed. You comfort the attacker. You scare him away, you beat his goddamn face in. Er hat den Hund getreten, den unsere Frau also liebt. Also kriegt er mitten in die Fresse. It's kind of, beat the guy. To a pulp, you don't feel very tough. You cry your eyes out before the cops show up, lol. You'll ask to take a different path from that day forward. You say, okay, you don't want to go that way either. From then on, you walk by the river. Hoffentlich geht's dem Hund gut. Frederick oder wie der hieß. 1984 plans to have kids get waylaid by work. Julia gets offered a job at Yale. Yale is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job, associate department chair. She wants to move. You absolutely do not. Also sie bekommt einen Job angeboten. Und ich will nicht wegziehen. Wir haben einen kleinen Hund. Wir wollten Kinder kriegen. Okay. Oh, ey, das sind echt krasse Fragen, Freunde. Oh, scheiße, ich habe den Timer nicht angeschaltet, oder? Okay, machen wir jetzt nochmal 10 Minuten. Sorry, musste nebenbei sein. Ich will das Ganze in Parts unterteilen, ein bisschen... Ach, ist auch egal. Ich sage, sie soll den Job nicht annehmen. You tell her that this means you two won't have a family? She says that's bullshit. She's totally right. She asks if her taking the job means you won't come with her. Oh nein! But she... Oh God. But she decided not to take it. Verdammt. 1985. Julia is asked to leave Boulder on paid leave after having an episode. She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. She was found crying in the stairwell. Okay, Macaroni und Wein und vergessen oder mit dir drüber reden. Ich finde es ja eigentlich ganz okay, wenn man dann Nudeln macht und einen trinkt, aber ich finde, dann sollte man auch darüber reden. Weil von Macaroni und Wein gehen die Probleme nicht weg, also sag ich mal reden. After seeing multiple doctors and having many tests, they are worried that Julia might be suffering from early onset dementia. She's 41. Was? Lol. Wie viele Jahre haben wir denn mittlerweile geskippt? 20 Jahre. Sind wir schon zusammen und haben noch keine Kinder? The fuck? Okay, wir behalten es also für uns. Okay. Oh, der Ehering. Was? Was ist denn das? Ein Schwengler, lol! Da macht er schnell das Buch zu. Okay. Bucket is getting older. July comments that it's kind of nice because he gets in less trouble around the house. A week later, she goes back to the university. 1987. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles.
She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She's devastated. She is sent home on permanent medical leave. Okay, jetzt ist sie also schon ein Pflegefall. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. Ja, wahrscheinlich ist es schon so schlimm, dass sie gar nicht mehr so richtig weiß, wer wir überhaupt sind und so. Früher war sie die eure ungeborenen Kinder Idioten genannt hat. Das finde ich auch echt, alter Junge. Ey, bis jetzt ist es nur Textpassagen und das ist schon ziemlich deeper shit. She pulls you into the bed to make love. After 5 minutes she goes into a panic believing her dad is at the door. Lol. Cockblock Level Maximum. You tell her family they're crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her for while your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse. As always, life is always shitty. 1988. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel. The nurse! Ich bin einfach ein Krankenpfleger! Als ob! Okay, Daniel der Krankenpfleger, alles klar. He suggests that Julia can live somewhere else, somewhere with 24-hour care, a home. It sits with you for a couple months. You decide to move her into a full-time care facility. You're determined to take care. Oh Mann, Leute. Würde ich meine Frau pflegen oder würde ich sie in ein Heim stecken? Aber Daniel, der Krankenpfleger, scheint schon ziemlich gut zu wissen, was er tut. Und da ich Leuten, die Daniel heißen, generell vertraue, werde ich sie, denke ich mal... Es ist ja auch für ihre Gesundheit. Ich meine, ich bin auch hier am Firewatchen die ganze Zeit und bin unterwegs und irgendwann passiert immer was und das könnte ich nicht mit meinem virtuellen Gewissen ausmachen. Oh, ist das schön. Ja, ihr seht, ich bin auch auf Achse viel hier durch die Wälder am Sliden mit einer kranken Frau. Das ist echt... Oder bin ich da überhaupt schon? Ich weiß auch nicht. So wie ich das jetzt einschätze, bin ich schon dieser Firewatcher. Oh. Oh. Ist ja übel nice. Oh, ein Reh, ein Hirsch. Hey, Bro. Was war das denn für ein Sprung? Okay. Her family agrees with your decision. You find a fantastic place in Boulder and move her there. You see her every day. Then every other day. You go out to the bar with your old friends. It's not the same. You get the feeling that every wife tells her husband, if you ever put me in a home like Henry, Alter, I will cut your balls off. Oh Leute, also was könnt ihr doch nicht sagen, ihr Bitches. You slowly decide to not see your old friends that much. Also wir haben unsere Frau so ziemlich verloren. Und jetzt auch unsere alten Freunde. Julius, den Schlingel. Wer kennt ihn nicht? 1989, Julia's sister Susan moves to Boulder to be close to her. She visits her every day. You go with her some of the time. Susan buys you an old typewriter and urges you to use it if you won't see a therapist. You won't. You're always really liked Susan. Oh, Susan, Alter. Okay, month go by, Bucket dies. Rest in peace, Bucket. Julia doesn't remember him when you tell her. Sometimes it takes her a minute to look in on you.
in the back of your mind you believe it's because you see her less and less. And seeing her less and less makes her forget you more, you think. Summer is coming and you see an ad in the paper for a job. You take it. Okay, unser Hund ist tot, unsere Frau ist immer noch in der Pflegestation und wir haben einen Job angenommen, das wahrscheinlich dieser Firewatch-Job ist. Irgendwie erinnert mich die Grafik so richtig an The Long Dark, wer das von euch kennt. War ein echt klasse Spiel. Ist es auch heute noch, ich spiele es ab und an mal. Das ist so ein Open-World-Game. Okay, turn on the power. Okay, das ist also... Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the Hey, phone. dear Delilah. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's Oh. wrong with you? Der Timer Great ist idea. gerade abgelaufen, Go ich sehe. Wir Look, lassen I ihn doch just zu Ende hiked for spielen. 2 days, so I don't Sprechen. really follow whatever it is you're doing Sprechen. right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, you're probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I'd better get some sleep then. One sec. Now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Alter, ey, die zwei sind schon cool. Also, das hat was. Das ist wirklich... Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Okay, hier machen wir jetzt aber erstmal Schluss. Hey, bin ich das mit meiner Frau? Frederike oder? Nee, Julia. Ja. Ey, wenn das irgendjemand klaut, das Foto, ich schwöre dir. Okay, auf jeden Fall, wir machen hier erstmal Schluss. Ich danke euch natürlich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Mir macht Firewatch jetzt schon viel Spaß. Das Voice Acting ist toll. Die Grafik ist toll. Die Story ist mitreißend, wie ich schon gedacht habe. Und wie die anderen es auch schon gesagt haben. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich nehme jetzt auch direkt wieder auf. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Und ja, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zur nächsten Folge Firewatch. Bis dahin, haut rein.